Man braucht Träume und man braucht Ziele. Die Ziele, die sollten erreichbar sein. Die Träume, die dürfen ausgestaltet werden, wie man sie möchte. Manchmal werden aus Träumen Ziele und die Ziele, die sollte man verfolgen. Und zwar egal, was andere davon halten. Hallo, ich bin Alexander Butz, bin 40 Jahre alt und Polizeibeamter von Beruf. Ich werde hier von der Firma Polig betreut, da mir 2009 nach einem schweren Motorradunfall der Unterschenkel amputiert wurde. 2009 hatte ich schon mal das Vorhaben gestartet, den Mont Blanc zu besteigen oder besteigen zu wollen. Letztendlich hat sich das dann nach hinten verschoben, ist etwas aus dem Fokus geraten und ja, jetzt bringe ich einfach das zu Ende, was ich mir damals schon vorgenommen hatte. Losgelöst von meinem Handicap. Also ich muss mir jetzt da nicht unbedingt irgendwie was beweisen oder anderen, sondern es ist einfach so eine sportliche und körperliche Herausforderung, der ich mich gerne mal stellen würde. Und so wie es aussieht, können wir an den Start gehen. Ein guter Freund von mir und ich, wir fahren am 2.8. nach Chamonix und werden am 4.8. dann unsere Besteigung versuchen. Hierbei werde ich mit Rat und Tat unterstützt von der Firma Polig, worüber ich absolut dankbar bin. Ich darf mitarbeiten, mitgestalten bei den Prothesenfüßen, die mir hier ganz individuell angefertigt wurden, die hoffentlich den extremen Bedingungen am Mont Blanc standhalten werden und mir einen sicheren Auf- und Abstieg gewährleisten können. Hier ist ein Fuß, der primär für den Zustieg gedacht ist. Hier ist relativ viel Dynamik und Flexibilität möglich. Das heißt, Bewegung im Vorfuß ist möglich. Die Ferse ist auch etwas flexibel. Das heißt, ich kann auch Fersenauftrittkräfte, kann die Prothese absorbieren und aufnehmen. Das ist natürlich relativ komfortabel im flachen oder im nicht allzu steilen Gelände. Gleicht auch Unebenheit aus und ist hier mit einer sehr haltbaren Sohle versehen. Der Nachteil an diesem Fuß ist gerade diese von mir gerade erwähnte Dynamik. Denn im Zustieg, im steileren Gelände ist es unheimlich wichtig oder auch im Abstieg, dass man eine direkte Rückmeldung vom Untergrund bekommt, nämlich dass der Fuß auch sicheren Halt hat auf dem Stand, wo ich ihn gerade aufgebracht habe oder eingeschlagen habe. Und deswegen haben wir uns noch für eine zweite Prothese entschieden, beziehungsweise für einen zweiten Fuß. Das ist der hier. Relativ simpel und modular gehalten, jedoch mit viel Innovation. Das ist quasi eine Alu-Grundplatte. Hier ist es von Bedeutung, wo das Rohr angebracht wurde. Hier sieht man, ich habe verschiedene Adapter, die hatte ich dann ausprobiert und letztendlich ist das die finale Stellung, mit der ich am besten zurechtkomme und auch der Winkel, die Winkelung. Der Vorfuß ist relativ kurz gehalten im Vergleich zu dem gesunden Fuß, was wiederum die Hebelkräfte auf den Stumpf reduziert. Und ein Riesenvorteil ist das, was bei dem zuvor gezeigten Fuß auch der Nachteil ist, nämlich dass ich eine absolut sofortige und unmittelbare Rückmeldung über den Untergrund und über meinen Stand bekomme. Bei der Besteigung freue ich mich am meisten darauf, exponiert zu sein, das heißt weit weg von der Zivilisation. Ich freue mich auf genau diese Momente, wenn man so ganz naturverbunden ist und ein bisschen auf sich selbst gestellt, minimalistisch. Man lernt Dinge wertzuschätzen, die man vielleicht im Alltag gar nicht so schätzt, weil man da sehr viel Komfort hat und es wird am Berg definitiv nicht so sein. Ja, freue mich darauf, auf die Ruhe, auf die Eindrücke, wenn man morgens am Berg aufwacht, das Panorama. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Erfahrungen, die man so schnell nicht mehr vergisst und das sind Erfahrungen fürs Leben, die man dort machen kann. Ja, darauf freue ich mich
wenn es klappt natürlich, einmal auf dem Gipfel zu stehen, das würde die ganze Sache natürlich noch veredeln.